ist Tobias Ilg. Wir sind hier in Dornbirn auf unserem landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Betrieb. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb, der sich vor einigen Jahren umgestellt hat im Bereich erneuerbare Energie. Wir sind tätig in den Branchen Biogas, Biomasseheizwerke, Photovoltaik und Wind und versuchen eigentlich die Energiewende ein bisschen mitzugestalten. Bei uns im Betrieb ist es so, dass ich hauptsächlich im Büro bin, teilweise ein bisschen springe auch, wenn irgendein Arbeiter ein Problem hat. Die ganzen Biomasseheizwerke, die technische Betreuung und Abwicklung, speziell die Verrechnung und Kundenkontakt ist meine spezielle Aufgabe im Betrieb. Im Jahr 2000 habe ich den Betrieb von meinen Eltern übernommen. Es war ein mittelständlicher landwirtschaftlicher Betrieb mit rund 20 Milchkühen, immer schon forstwirtschaftlich orientiert. Dazu mal war eine Zeit, wo das neue Tierschutzgesetz gekommen ist. Wir hatten einen Anbindestall, wir sind hier mitten im Dorf und da war eigentlich eine auf Dauer mögliche Viehhaltung sehr schwierig und dann haben wir den Entschluss gefasst, in den Bereich erneuerbare Energie zu investieren. War ganz ein schwieriger Schritt, das Altbekannte loszulassen, das, was man von meinem Vater gekriegt hat, das wirklich die letzte Kuh aus dem Stall und dann im Bereich erneuerbare Energie umzustellen. War eine sehr schwierige Entscheidung. Hinterher, glaube ich, eine ganz wichtige für unseren Betrieb. Und es freut mich ganz besonders, dass unsere Familie wirklich im Hintergrund mit Leib und Seele dabei ist. Unsere Biogasanlage ist ganz einfach das, dass es eine sogenannte Navarro-Anlage ist, also ausschließlich mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben wird. Und das ist zum Großteil der Grünschnitt oder die Mais- und die Grassilage, die auf den eigenen Feldern anfällt. Die wird in dieser Biogasanlage zu Biomethan abgebaut durch Methanbakterien, wird über ein BHKW verstromt. Der erzeugte Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist. Wir haben da eine Leistung von ca. 200 kW. Der Gülle und der Pflanzeninput, der eingebracht wurde, der wird auf die hauseigenen Felder wieder ausgeführt und im darauffolgenden Jahr bringen die Felder wieder Ertrag. Durch das kann man gänzlich auf Kunstdünger und dergleichen verzichten. Da haben wir den Nährstoffkreislauf bei der Anlage geschafft. Das Besondere bei unserer Holzgasanlage, dass wir nebenbei noch Biokohle produzieren, die CO2 langfristig speichern kann. Wir sind als Kinder eigentlich im Wald groß geworden und der besondere Bezug auch von unserem Großvater mitbekommen, in den Wald zu gehen, nicht falsch verstehen, mit den Bäumen zu reden. Man sieht, wie es wächst, wie der Wald einem eine gewisse Kraft zurückgibt. So ist das eine Leidenschaft, die bei uns wirklich aus dem Herzen gewachsen ist. Und was für uns ganz wichtig ist, wir sehen das Potenzial, was der Wald hat und Nachhaltigkeit kommt aus der Forstwirtschaft. Und da ist es ganz wichtig, den Wald zu bewirtschaften und zu pflegen. Motivation hat man in solchen Bereichen immer. Es geht immer voran. Wichtig ist es, sein Ziel zu verfolgen, die Mitarbeiter zu motivieren, sie mit Elan zu überzeugen, mitzuarbeiten. Tun sie auch gerne und wenn man schlussendlich sieht, was daraus wird, ist jeder gerne mit dabei. Wenn man mich heute so in einen Betrieb reinschmeißen würde, würde ich sagen, ich kann das gar nicht machen. Aber ich bin eigentlich stetig mitgewachsen und somit war das kein Problem mitzugehen. Aber heute in der Dimension, die wir da stehen, das hätte ich mir vor 18 Jahren nicht denken können oder wollen, dass wir so weit nach vorne gehen. Da haben wir wirklich ein tolles Team bei uns im Betrieb, ob es der Lehrling ist, ob es die Mitarbeiter sind, die sind da mit dabei und verstehen auch, was wir machen. Also wir reden nicht von erneuerbarer Energie und nicht vom Klimawandel, sondern wir versuchen tatsächlich Akzente zu setzen. Wenn man so ein Projekt startet, dann braucht man, glaube ich, ein bisschen Mut, man braucht das gewisse Alter dazu. Und ich sage jetzt, wir haben das mit rund 40 Jahren Alter gestartet, wo wir sagen, wenn es nicht wir machen, wer macht es dann? Mit 20 darfst du das nicht machen, das wäre viel zu riskant, hättest du auch die Erfahrung nicht gehabt. Und mit 60 bist du zu alt. Also es braucht wirklich, ich glaube, in jedem seinem Lebensabschnitt die richtige Zeit, um die richtigen Dinge zu tun. Es muss jeder für sich selber entscheiden, ist meine Leidenschaft, habe ich das nötige technische Know-how oder interessiert es mich? Es muss nicht gleich in dieser Größenordnung sein, aber kleine Projekte machen genauso Sinn und kann man zur Genüge umsetzen. Dinge, die Sinn machen, werden eines Tages wirtschaftlich. Und das ist, glaube ich, die Botschaft auch an alle landwirtschaftlichen Betriebe. Man muss Dinge machen, hinter denen man steht und die auch einen Sinn ergeben. Ich glaube, dann hat die Landwirtschaft wirklich eine tolle Zukunft vor sich, um das wirklich zu gestalten.